Ein weiterer Tag in Cannes. Das gleiche Spiel wie jeden Tag. Aufstehen, kostümieren und dann an das ganze arme Gesindel vorbei, die auch noch existieren. Und hin zum Schickimicki Filmfestival. Und los geht die Troma-Parade. Dieses Mal war irgend so ein spanischer Stefan Raab bei der Parade. Leider gibt's keine Aufnahmen davon, daher zeige ich euch irgendwelche Aufnahmen von irgendeiner anderen Parade. Aber der Typ, also der spanische Moderator, der hat sich was Geiles einfallen lassen. Der hat quasi Lloyd Kaufmann verlangt, der kam dann raus und dann hat er schnell mit Lloyd Kaufmann einen Dreschfilm improvisiert. Alles, was er dazu brauchte, hatte er in seinen Mantel. Quasi Blutspritzer, die aus seinem Brustkorb kamen, so ein UFO an so einer Angelschnur, alles war da dran und dann fiel sein Arm ab und er hat eine Monstermaske gehabt. Das hat innerhalb einer Minute schnell mal einen Dreschfilm mit Lloyd Kaufmann gedreht. Das fand ich witzig. Ich finde leider nichts dazu. Keine Ahnung, für welche spanische Show das war. Das fand ich toll. Voll der Chaot. So viel zur ersten Troma-Parade. Für die zweite Troma-Parade habe ich mir eine Toximaske geschnappt und ein anderer hat sich verkleidet wie der schwule Polizeichef aus Attack of the Dromergott. Denn jetzt kommt keine Troma-Parade, nein, jetzt kommt eine Dromagott-Parade. Yeah! Vergiss die Troma-Paraden, der neueste Scheiß sind Dromagott-Paraden, mitten in Cannes. Viel besser als die Troma-Paraden, denn hier gibt's eine richtige Show mit Story, schaut euch das an. Der Toxi demonstriert friedlich und dann kommt die böse, korrupte Polizei und will ihn verhaften. Und nicht nur, dass sie ihn verhaftet, sie vergewaltigt ihn auch. Oh mein Gott, die Botschaft ist ganz klar. Make love, not war. Viel besser als so eine Troma-Parade, Mann. Das ist richtiges Streettheater. Geil. Ja, das war also die erste und einzige Tromagott-Parade in Cannes weltweit. Und der Film dazu, der ist erst 4 Jahre später gekommen. Aber schon mal Promotion gemacht. Mitten bei den Schickimicki-Leuten in Cannes. Auf dem Filmfestspielen in Cannes. Für einen Amateurfilm, der erst 4 Jahre später überhaupt kommt. Wo ich noch nicht mal weiß, ob der kommt. Vielleicht lasse ich den Scheiß auch sein. Aber wir haben schon mal eine Promotion gemacht in Cannes. Yeah, das ist Marketing. So geht das. Ich zeige euch, wie Marketing geht. Verkauft euch, bevor ihr was zu verkaufen habt. Und am Abend geht es mal wieder zu einer Party. Ja, und ihr kennt's ja, ich habe leider keine Aufnahmen von irgendwelchen Partys in Cannes. Deswegen zeige ich euch einfach Aufnahmen von dieser peinlichen Karaoke-Bar, die es da halt auch gab. An einer Party kann ich mich noch gut erinnern, das war nämlich so eine Punk-Party. Da war auch eine Band, das war alles irgendwie voll eng, aber trotzdem hat eine Band gespielt, so richtig schöner Punkrock hier. You're gonna die, 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 die for your government, die for your countryland, shit. Auf alle Fälle, wo haben die Troma-Leute dort auch gepokt? Also da haben wirklich, wie man es so kennt, rumgepokt, rumgeschubst, obwohl da viele Schickimicki-Leute dabei waren. Und auch Bedienungen, die haben quasi so kleine Häppchen serviert, die sind auch noch da durchgelaufen, obwohl da voll das Geschubse und das Pogen stattfand. Und die schön gekleideten Menschen haben sich an der Wand gestellt und auf Stühle gestellt, damit sie quasi nicht umgeschubst werden. Und es ging alles irgendwie gut. Hier ist mal wirklich die dreckige Punkkultur kollidiert mit edelpastillten Menschen. Also Schickimicki-Leute, ne? Und das ging gut. Das ging wirklich gut. Ist nichts passiert. Das fand ich schon witzig. Das war eine interessante Erfahrung. Das wollte ich euch jetzt mal berichten. Das reicht jetzt auch für heute, denke ich mal. Also bis nächstes Mal. Kommen wir mal zu dem einen einzigen Kommentar vom letzten Video. Ja, Mr. Popel-Eater. Kanonen kann in Cannes kontern, um Kanonen um den Kontinent zu katapultieren, in die kanonische Kantine von Cannes zu können. Aber du musst schon bedenken, dass dabei kann in Kanu im Kanal ganz kurz an Kante kentern. Konnte halt nicht alle Kanonen kontern. Ja, traurige Geschichte. Aber passiert so öfter als man denkt.